bin Sabine Georgi. Das sind meine Pferde Chinook und Otis. Der Chinook ist ein sehr leichtfutteriger Araber-Mix. Der hat 94% Araberanteil. Das ist Otis, mein Rheinländer. Das ist ein sehr schwerfutteriges Pferd. Dummerweise stehen die zusammen in einer Box, in einem großen Offenstall. Und die stehen zusammen hier in einer großen Herde auf der Weide. Chinook hat mit dem Weideangebot von Anfang an etwas Schwierigkeiten gehabt. Er war, wenn ich ihn abends von der Weide holen wollte, stand er da mit einem sehr großen Grasbauch. Der war sehr stark aufgebläht und wollte gar nichts mehr machen, wollte einfach nur verdauen und seine Ruhe haben. Man sah also richtig, dass er Bauchschmerzen hatte, dass es ihm nicht gut ging. Dann habe ich gedacht, das Pferd muss, wenn der 24 Stunden auf der Weide ist oder auch wenn er ab und zu nur auf der Weide ist, muss er einen Weidemaulkorb tragen bzw. eine Fressbremse. Er neigt auch dazu, immer ein bisschen zu dick zu werden, weil er einfach sehr gerne und sehr viel frisst. Dann habe ich mich umgeschaut, was am Markt wohl zur Verfügung steht. Ich habe dann die Produkte entdeckt, die es am Markt gibt, deren Namen ich jetzt hier erstmal nicht nennen möchte. Das, was es gab, hat mir auf jeden Fall nicht gefallen. Sodass ich überlegt habe, ich muss selber was entwickeln. Mit dem Autoreifengummi, das ging für mich gar nicht wegen der Schadstoffe. Ich hatte ihm zwar einen gekauft, aber ich dachte, irgendwas musste ihm jetzt mal anziehen. Chinook stand nur noch katatonisch und lustlos auf der Wiese rum. Ich dachte, der bekommt eine Depression. Der hat gar nichts mehr gemacht. Der hat sich komplett verweigert und hat nur gewartet, bis er endlich wieder in seinen Stall durfte, wenn ich das Ding ausziehe. Dann habe ich gedacht, ich riskiere jetzt einfach, dass er zu dick wird, dass er sich nicht wohlfühlt, aber das Teil kann ich ihm nicht mehr anziehen. Alle anderen Konkurrenzprodukte gingen für mich auch gar nicht. Leder ist kein geeignetes Material, dieser harte Kunststoff ist kein geeignetes Material, Nylon ist kein geeignetes Material, sodass ich selber anfing zu entwickeln. Fand das aber super schwierig, weil ich einfach keinen Hersteller fand, der das realisieren konnte. Ich habe dann die Firma Kiefer angerufen, die Sattlerwarenfabrik aus München. Die haben mir damals Hilfe angeboten und zusammen haben wir den Easy Grazer entwickelt. Das ist dieses Produkt, das ist aus Seko-Material hergestellt. Das ist eine ganz feine Gitterkonstruktion, wo das Pferd genügend Luft durchbekommt. Seko-Material ist sehr, sehr pferdefreundlich. Das wird in der Bundeswehr auch eingesetzt, weil es extrem robust ist. Es ist wasserabweisend, es hält also so einiges aus. Es sind Edelstahlnieten und der Boden ist aus Biotan hergestellt, also alles sehr pferdegerecht, lebensmittelgerecht. Also die Pferde können sich daran nicht vergiften. Es ist allergiegetestet, also es ist ein ganz hervorragendes Material. Und dazu kommt, dass das Pferd eben dadurch wunderbar atmen kann. Die Wasseraufnahme ist nicht eingeschränkt, aber es ist die Nahrungsaufnahme eingeschränkt. Aber das Pferd fühlt sich dadurch nicht gehindert, nicht eingeschränkt, grundsätzlich bewegungseingeschränkt. Der Klettverschluss, den kann man abmachen, den kann man auch waschen. Man kann das durchaus auch ganz ohne den Klettverschluss anlegen. Das Pferd, habe ich den Eindruck, hier selbst mein Chinook, der an und für sich immer so ein bisschen nicht ganz so equipmentfreundlich ist, der kriegt das nicht, er kriegt ihn nicht ausgezogen. Das ist für mich sehr wichtig, weil er ist ja ein Entfesselungskünstler. Man kann den Ganaschenriemen also so eng schnallen, dass er richtig gut passt. Und hier den Genickriemen sollte man auch so verschnallen, dass alles richtig gut sitzt und passt. Und wenn er den einmal anhat, kriegt er ihn erstmal nicht mehr ausgezogen. Es sei denn, diese 450 Kilo reißen da dran, da ist natürlich eine Sollbruchstelle, dann geht er kaputt. Aber so einfach abstreifen, ausziehen geht nicht. Und wenn er den anhat, ich habe leider manchmal, dass ich nicht jeden Tag kommen kann. Einmal habe ich leider, mein armes Pferd stand 48 Stunden hier mit dem Easy Grazer auf der Weide. Und ich bin auf die Weide gekommen, er hatte keine Scheuerschild, er hatte keinen Blähbauch und er hatte richtig gute Laune, weil er einfach das Teil vergessen hatte, dass er es anhatte. Er hat also auch damit Fellpflege betreiben können, er hat damit mit seinen Kumpels spielen können. Und das ist ein Produkt, das habe ich meinen besten Freundinnen empfohlen und ihren Pferden, die wirklich begeistert sind. Ich bekomme unheimlich gutes Feedback. Die Pferde haben neue Lebensqualität, weil die wieder auf die Weide dürfen und nicht nur stundenweise, sondern 24 stundenweise. Man kann den auch durchaus mehrere Tage hintereinander anlassen. Das ist gar kein Problem. Ab und zu sollte man ihn ausziehen. Alleine, ich finde es einfach netter, dem Pferd auch schon mal so eine Auszeit von Easy Grazer zu gönnen. Ansonsten
Ich bin total davon überzeugt. Mein Pferd trägt ihn. Bei uns am Stall tragen ihn mittlerweile einige Pferde. Im Bekanntenkreis gut verteilt. Auf der Equitana in Neuss Open Air ist er sehr gut gelaufen. Also es hat einen richtig guten Start gegeben und das soll so weitergehen. Ich ziehe ihn dem jetzt mal eben an. Löcher muss man anpassen. Der Gurt ist extra so lang gemacht, dass man noch mehrere Löcher reinmachen kann. Und hier dieser Ganaschenriemen, der muss auch angepasst werden, dass also der Biotanboden, dass zwischen Biotanboden und Pferdemaul noch circa ein kleiner Fingerbreit Platz ist. Dann kann man den richtig gut anpassen. Damit kann das Pferd dann mehrere Tage auf der Weide stehen, fressen, an die Wassertränke gehen und sich noch sehr viel Spaß mit seinen Kollegen gönnen.